Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute Ruppolding, Seegatterl am Weitsee. Sieht man hinter mir, da ist ein kleiner Pavillon da mit Informationen drin und so weiter. Und ich gehe heute mit euch auf die Hörndelwand. War ich selber noch nicht. Da starten wir jetzt in den Parkplatz rein. Sieht man schon, da können nur Fahrzeuge bis 2 Meter reinfahren. Und von da weg geht es für uns gleich einmal links rauf. Gleich am Anfang schon mal steil. Mal schauen, ich bin selber da noch nie gewesen und bin da noch nie raufgegangen. Werde also heute eine Erkundungstour. Auf geht's! Wir sind gerade gestartet. Da sieht man mal, es sind ein paar Seen herum. Das ist natürlich ein Badebetrieb. Und wir starten von da rauf. Wir haben gerade einmal eine Kehre bis jetzt. Und schon geht es für uns rechts einen Steig rein. Da ist ein bisschen zugewachsen, aber ich schätze, das wird sich bald geben. Ja, ihr habt es gesehen, da war es jetzt einmal rechts aufgegangen, führt auch zum Ziel, der Steig. Aber er ist jetzt einmal so geplant worden und das steht, so wie ich das gesehen habe, einen minimalen Umweg da. Und es kann natürlich sein, dass das wegen dem Windbruch da so ist. Aha, halt auf, da sieht man doch wieder. Also man muss auch ein bisschen schauen, Markierungen habe ich jetzt nicht groß gesehen. Da schaut es jetzt wild aus. Bin ich mal gespannt, wo es da weitergeht. Ich glaube, haben wir ihn schon. Ja, man muss wirklich schauen, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist da nicht immer ganz eindeutig zum Sehen, wo es rauf geht. Ist aber tatsächlich von Outdoor Aktiv so geplant und man kann sich heute auf die GPS-Spur doch wieder relativ genau verlassen. Ich muss aber auch sagen, heute nutze ich wieder meine Uhr von einem der Hersteller, die sich mit GPS mehr beschäftigen als wir die Handyhersteller. Da gibt es ein paar Marken, die sind ganz gut und welche nicht, das ist es eigentlich egal. Das kurze, steilere Stückel da, das wir wegen die Baum als Ausweg genutzt haben, das war nicht der Originalweg. Ich habe jetzt gerade beim Aufgehen noch gesehen, aha,
ich war doch eher, ich hätte weiter rechts gehen können. Na, schauen wir vielleicht beim Runtergehen mal an. Jetzt ist auf jeden Fall die doch angenehmere Steigung wieder da. Wie gesagt, heute ist es warm. Da muss nicht so wild zur Sache gehen, weil man sonst einfach gleich mal doppelt so viel schwitzt. Insgesamt ist es aber noch recht angenehm da herin, weil nur ganz selten die Sonne so einerleicht wird auf den 4 oder 5 Meter. Jetzt kommen wir zu einer Kreuzung vom Steig. Da rechts kann man der rauf, wo wir unten gesehen haben, der eben rechts weggegangen ist. Und der führt da gerade weiter, so ein bisschen um den Berg rum, habe ich gesehen. Wir gingen aber ja, über die Kreuzung so schräg drüber, kann man sagen. Bis jetzt ist es zwar gescheit warm, aber es ist nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Freilich schwitzt man viel, man muss auch viel trinken, das merkt man klar. Aber es ist halt ganz was anderes, wenn ein bisschen ein Schatten da ist. So, jetzt haben wir wirklich flacher, das merkt man doch deutlich. Da steht es ja nochmal angeschrieben, die Handelwand und der Gummwandkopf. Ja, liegen direkt nebeneinander und 30 Minuten ist überschaubar. Habe ich mir jetzt den Herobenteil tatsächlich ein bisschen länger vorgestellt oder weiter. Das Wetter schaut noch stabil aus, darum gehe ich davon aus, weil ich halt doch raufgehe. So heiß ist es jetzt da gar nicht. Es ist, wo im Wald kein Lüfterl durchgeht und gar nichts. Da war es jetzt schon ganz schön stickig und da geht es jetzt wieder. Man hat das Gefühl, man kriegt gleich mehr Luft, wenn es ein bisschen ein Wind durchbläst.
stehen wir wieder vor der Wahl. Da links rüber. Ich glaube, das war nur mehr Abkürzer zum Gummwandkopf. Mein Ziel ist aber ausgegeben. Die Händelwand. Also gehen wir gerade weiter. Ich glaube, da gibt es noch ein paar so kleine Abstecher rüber. Ich bleibe jetzt einmal geradeaus. Das da herum war jetzt fast spielerisch. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich einen Gummwandkopf noch übergehe, weil ich gerade eine Unwetterwarnung gekriegt habe. Und für heute Nachmittag, zwar eigentlich Spätnachmittag, sind Gewitter angesagt. Das mag ich, wenn ich auf dem Motorrad unterwegs bin, nicht. Also werde ich es heute wahrscheinlich mit der Händelwand gut sein lassen, weil der Rückweg dann runter ist auch wieder steil und schnell absteigen ist da, glaube ich, nicht das Richtige. Der Blick von der Händelwand, Berg. Ich bin noch knapp unterhalb vom Gipfel. Es sind natürlich auch bei dem Horsten wieder Leute herum. Ein bisschen diesig ist schon, man sieht, dass es wieder zuzieht. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
Ich bin schon wieder ein Stück herunten. War es mir jetzt eindeutig zu warm. Eine richtig schöne Tour, von unten rauf echt anstrengend, auch wegen der Wärme einfach. Und ich sehe aber jetzt schon, wenn man Richtung Garmisch überschaut, wie Wolken aufsteigen, schnell größer werden. Und darum bin ich auch jetzt den Gummwandkopf, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr gegangen. Mei, nicht so tragisch, ich werde da einer ganz bestimmt noch mehr reinfahren, weil es ist einfach richtig schön gewesen heute. Ich gehe jetzt denselben Weg wieder zurück und damit ist das eigentlich schon mein Schlussfazit. Eine richtig schöne Tour, die von unten rauf gleich einmal ganz schön steil anfängt. Man muss genügend zum Trinken dabei haben. Ich merke jetzt schon, es wird schon hinunter langer, aber Reserven habe ich heute gar nicht so viel dabei. Und ich sage einmal, bei so einer Tour über 1000 Höhenmeter haben 2 Liter schon knapp. Ich habe heute 2,5 dabei gehabt und von dem Rest komme ich jetzt schon hinunter. Beim Bergabgehen werde ich ja nicht mehr so schwitzen. Aber man sieht, wie schnell das dann weg sein kann, das Wasser. Und man braucht das einfach. Man darf nicht erst trinken, wenn man Durst hat. Man muss voraus trinken, dass man immer schwitzen kann. Wenn man damit erst einmal aufgehört hat, ist es spät. Und jetzt gehe ich einmal davon aus, weil wir ein bisschen einen luftigeren Abstieg haben. Es fängt ein kleines bisschen der Wind an, der natürlich auch ein schlecht Wetterbote ist. Darum ist für mich heute die Tour da beendet. Das heißt, die steigen ab. Das nehme ich natürlich auch noch auf. Aber das Video hört an der Stelle auf. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksackt-Taxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.